Morgen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch an dem gleichen Stellplatz. Wir hatten eine Nacht, meine Nacht war ganz okay, sagen wir es mal so. Ich habe nicht so gut geschlafen, ich bin ein bisschen platt jetzt. Dafür haben wir etwas länger geschlafen, aber das hilft trotzdem nicht allzu viel gerade. Wenigstens scheint die Sonne, wir sind hier gerade noch beim Frühstück, hört man vielleicht im Hintergrund. Wir haben so französisches Knäckebrot. Das ist irgendwie ein bisschen mehr Brot als unser Zwieback in Deutschland. Also ist eigentlich ganz, ganz lecker. Und die Pläne für heute sind, wir gehen jetzt nochmal zum Strand. Heute ist nochmal ein Tag Surf-Contest. Und natürlich sind wir nicht so früh dran, wie wir es uns vorgenommen hatten. Aber wir gucken einfach, was wir da noch erleben können. Eigentlich sind heute die Finals. Das heißt, heute gibt es richtig wilde Wellenritte und geile Turns. Da denke ich, geht einiges. Und ja, das Festival, das Quicksilver Festival ist damit aber auch zu Ende. Die haben heute gar nicht mehr großes Programm. Wir waren gestern eben noch bei diesem DJ. Da wird aber heute, glaube ich, gar nichts mehr sein. Das heißt, es wird ein ruhiger Tag. Ich werde den Metalldetektor mitnehmen. Da könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon drauf freuen. Und ja, sonst schauen wir einfach, was der Tag so bringt. Fahrradtour. Vielleicht erwischen wir noch einen offenen Laden, damit wir ein bisschen Baguette kaufen können. Sowas halt. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir haben es jetzt irgendwie geschafft. Wir haben gerade eine Hotline anrufen müssen, weil unser Code nicht funktioniert hat bei den Sanitäranlagen. Mit der Meldung, wir sind gar nicht eingecheckt. Dabei sind wir auf diesem Stellplatz. Und ja, das war ein wildes Telefonat. Es ist halt immer wieder spannend mit der Sprachbarriere. Ich habe eigentlich eine Servicenummer angerufen in Köln und habe erwartet, dass da jemand Deutsch kann, aber dem war nicht so. Ich werde euch da einfach ein paar Sachen da jetzt mit reinschneiden. Guten Tag, hallo. Sprechen Sie Deutsch? Wir stehen auf einem Stellplatz. Oh, und genau, wir wollten... Sorry? Okay. Ich werde an jemanden weitergegeben, der Deutsch kann. Hello, sprechen Sie Deutsch, Englisch? Englisch, oh. Okay, ich versuche es mal langsam auf Deutsch. Wir stehen in Osegor auf dem Stellplatz. We have this entrance code from the camping park app. And we entered already. We are already on the campsite in Osegor. Can you check us in so we can... Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt eingecheckt. Wir können mit unserem Code jetzt hier auf dem Stellplatz auch auf die Toilette gehen. Das ist uns bisher halt nicht so aufgefallen, weil halt immer irgendjemand gerade irgendwie rausgeschossen ist und die Tür eh offen war. Genau. Aber wir haben es geschafft. Das heißt für uns, wir können jetzt auch weiterfahren. Jetzt kommt gerade die Sonne raus. Ich genieße das gerade mega. Also, viel Spaß. Et le point sur le classement provisoire en tête, toujours Diclo et Leonardo Fioravanti. À la deuxième place, Tim Krading avec Kylian Guerrin, Baptiste Radepouille. Troisième place,
Florence Marcovigno. Quatrième, provisoirement, Clément Journois-Bexen. Cinquième place, Alan Dylan, Canoa, Igarashi, Kaolibas. Ja, das Festival hinter mir neigt sich jetzt dem Ende zu. Es war jetzt gerade Siegerehrung. Die Profisurfer der letzten Heats waren sensationell anzuschauen. Also es gab wilde Contests von langen Wellenritten mit vielen Kombos bis hin zu einem einzigen Turn, also meist irgendein krasser Sprung. Ja, hatte richtig Bock gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich die ganzen Surfer vom Namen her gar nicht mehr so kenne. Einen konnten wir tatsächlich noch zuordnen. Der war der Bruder von jemandem, den wir von früher noch kennen vom Namen. Aber sonst sind wir da gerade ein bisschen raus. Aber das macht nichts. Also im Hintergrund klingt das Festival aus. Und ich habe mir meinen Metalldetektor geschnappt. Denn ich werde jetzt die neue Spule testen. Und morgen dann auch nochmal zu einem großen Angriff durchstarten. Nämlich auf diesem Festivalgelände. Vielleicht finde ich da ja was Schönes. Ansonsten denke ich, klingt der Abend jetzt ganz entspannt aus. Ich nehme euch jetzt noch mit ein paar Eindrücken, aber sonst passiert heute nicht mehr viel. Morgen geht es früh raus. Morgen werden wir den Stellplatz verlassen, einkaufen und uns einen neuen Stellplatz suchen müssen. Eigentlich wollten wir weiter, ich kann es ja schon mal spoilern, zur Düne Kieler fahren. Aber die ist so weit weg, dass wir beschlossen haben, dass wir dazwischen auf jeden Fall noch ein paar Orte mitnehmen. Da kann man auch kostenlos stehen. Und das werden wir dann einfach auch gemütlich angehen. Genau. Also. Aber ich nehme euch morgen mit. Aber für heute ist dann eben gleich Feierabend. Ich genieße jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang, die Atmosphäre von dem Quicksilver Festival und werde einfach ein bisschen Sonne. Ja, gerade habe ich noch gefilmt, ne? Ich guck mal so rum. Hier standen gerade noch die Fahnen und ich glaube, die machen ja auch schnell Feierabend. Guten Morgen. Heute sind wir bei den Frühaufsteher. Vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Die Sonne geht auf. Es ist aktuell noch nicht mal 8 Uhr. Ich glaube, das mit dem Frühaufsteher fühlt sich eher so an, weil es einfach furchtbar lange dunkel ist. Aber das Ziel ist heute, zum Sonnenaufgang an dem Strandabschnitt von gestern zu sein, wo das Festival war. Ich möchte nämlich mit meinem Metalldetektor und meinem neuen Super Sandscoop mal die Stellen ein bisschen absuchen. Also wünscht mir Glück.
Es war sogar einigermaßen erfolgreich. Ich habe ein klein wenig Kleingeld gefunden. Ich habe 2 Spielzeugautos gefunden. Ich habe Buttons vom Festival gefunden und jede Menge Müll. Und für uns heißt es jetzt Feierabend hier. Es geht weiter Richtung Ort. Wir gehen jetzt zu einer Bäckerei, holen uns ein bisschen Baguette und ein paar Croissants und werden dann erstmal gemütlich frühstücken. Wir haben jetzt heute gar nicht mehr viel gemacht. Wir waren auf dem Stellplatz. Ich habe Videos geschnitten und wir haben den Bus startklar gemacht. Denn wir haben den Stellplatz jetzt verlassen. Wir suchen uns ein neues Plätzchen. Gerade stehen wir jetzt noch vor einem Supermarkt, da wir, bevor der zumacht, einfach noch mal ein bisschen die Vorräte auffrischen wollten. Und ja, jetzt geht es hoffentlich an einen schönen See. Wir hoffen, dass wir da einen Stellplatz kriegen. Das checken wir jetzt einfach gleich mal ab. Drückt uns die Daumen. Ja, und wir sind jetzt am neuen Stellplatz angekommen. Wir hatten Glück, wir haben einen Platz bekommen. Und wir haben so Hunger. Wir haben jetzt heute noch nicht wirklich viel gegessen. Nach dem späten Frühstück haben wir eigentlich nichts mehr gegessen heute. Und ja, hinten dran läuft schon der Airfryer. Wir machen uns ein paar vegetarische Schnitzel, dazu ein paar, wir hoffen, es sind Kroketten, französische Kroketten. Ich kann euch das gleich einmal einblenden. Und ansonsten machen wir heute, glaube ich, nicht mehr viel. Wir werden heute Abend einfach ein bisschen im Bus chillen und morgen dann einfach wieder in den Tag starten. Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Guten Morgen. Wir haben eine sehr ruhige Nacht hier verbracht und haben einfach ausgeschlafen. Wobei ich sagen muss, ich habe ausgeschlafen und war schon fleißig, habe schon wieder Videos geschnitten. Aber jetzt gibt es erstmal doch ein kleines Frühstück. Wir können nicht widerstehen. Die französischen Croissants sind so lecker. Und danach ist der Plan, dass wir in das Dörfchen Wilbuku reingehen. Wir schnappen uns unsere Fahrräder und genießen einfach das schöne Wetter. Da nehme ich euch natürlich wie immer mit. Es kommt natürlich alles wieder anders als geplant, aber ist ja nicht so schlimm. Das ist das Schöne, wenn man mit dem Bulli unterwegs ist, dann kann man einfach improvisieren. Ihr seht hier unseren gedeckten Tisch. Wir werden jetzt gleich hier auf dieser Bank chillig dinieren. Ja Mensch, vorbei ist die Stille beim Dinner. Mensch, vorbei ist die Stille. Hier haben plötzlich irgendwelche Gartenarbeiten begonnen von der Stadt. Ich denke, das dauert nicht lange, aber das kann halt einfach auch mal passieren. Ich wollte es euch einfach gerade mal zeigen. Es ist nicht mal alles ruhig und idyllisch. Schon gar nicht, wenn man irgendwo kostenlos stehen darf. Und die Stadt muss halt einfach auch ihre Arbeit machen. Aber bald sind die Hecken schön und wir haben wieder Ruhe. Und das Lustige ist, wir haben ganz viel Platz, denn die anderen Camper sind weggefahren. Der Tag neigt sich dem Ende, ihr seht das wahrscheinlich. Die Sonne geht unter, es ist schlagartig sehr kalt geworden. Und ich muss zugeben, der Tag war heute richtig lazy, cozy im Bus. Wir waren den ganzen Tag im Bus, also ich die meiste Zeit. Vado hat einen Spaziergang gemacht, aber ich saß einfach nur im Bus und ich habe Videos geschnitten und geschnitten und geschnitten. Ja, muss einfach auch mal gemacht werden. So, ist jetzt auch erledigt, das heißt, wir gehen jetzt endlich nach Wilbuku rein. Wir haben die Fahrräder geschnappt, wie ihr seht. Und Vado wünscht sich da in einem Restaurant einfach nochmal einen Blick auf die Speisekarte zu werfen. Mal schauen, ob wir verstehen, was wir essen können und ob wir das essen wollen. Und sonst, ja, die Batterien gehen jetzt auch dem Ende entgegen. Es ist, trotz Solar, muss man sagen, haben wir nicht so viel laden können. Beziehungsweise wir hatten einen relativ hohen Energieverbrauch durch Laptop und Starlink. Ja, also wir müssen einfach heute Abend ein bisschen sparsam sein. Macht aber nichts. Ich glaube, nach dem Essen werden wir uns einfach wieder oben reinlegen und schlafen dann einfach nochmal aus, damit wir morgen mit frischer Energie starten können, damit wir euch einfach auch mal wieder was anderes zeigen können als das cozy Camperleben. Also,
Drückt uns die Daumen, dass das alles so klappt, wie wir das jetzt vorhaben und dass wir morgen mit voller Energie durchstarten können. Also, wir sehen uns morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben eine sehr schöne, ruhige Nacht hier verbracht. Ihr habt es ja auch gesehen, wir haben den Abend gestern einfach nur ausklingen lassen. Es ist gar nicht mehr viel passiert. Und Vado hat gerade Frühstück besorgt. Er hat sehr viele leckere Croissants und andere Leckereien besorgt, hat er gemeint. Und ich habe in der Zwischenzeit noch ein paar Videos geschnitten. Und jetzt habe ich eine nicht so gute Nachricht für euch. Ich habe nämlich dabei festgestellt, dass die 3 Tage jetzt schon wieder für dieses Video voll sind. Und dadurch endet das Video für euch an dieser Stelle. Aber das macht nichts, denn ich habe auch festgestellt, das nächste Video wird 2 sehr coole, schöne Spots haben, die wir besuchen werden. Wir werden einmal nach Mollier fahren und dann geht es endlich auch weiter zur Dune du Pilat und da freue ich mich am meisten drauf. Und heute hat offiziell auch die Nachsaison begonnen, das heißt, ich hoffe, dass da einfach nicht so viele Touristen sein werden. Ich kenne den Ort ja noch von früher und er war früher sehr schön und ruhig und ist leider etwas touristischer geworden, aber ich habe Hoffnung. Genau. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Vado meinte, ich soll euch auch auf die Glocke hinweisen, aber ich denke, das wisst ihr schon. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen hoch da. Ihr wisst Bescheid. Das hilft mir aktuell unheimlich alles in meinem Influencer-Dasein. Und ich kann das einfach noch eine Weile länger genießen. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt. Tschüss.